Warum man beim Thema Bankeninformationsaustausch unangenehme Überraschungen erleben kann und dass der Teufel wie immer im Detail steckt, damit wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit einem Plan B beschäftigst, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, wie du aus dem System rauskommst, wie du aus der EU rauskommst, wie du dein Geld, dein Vermögen in Sicherheit bringst, dann schau dir einmal unsere Leistungen zu den Philippinen an. Die Philippinen nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Dort gibt es sehr interessante Kombinationen, die wir für dich schaffen können hinsichtlich Wohnsitz einrichten und dann natürlich auch Kontoeröffnung, Steuernummer beantragen, Kontoeröffnung in Hongkong oder Singapur. Wir machen das für viele Mandanten. Wir haben in den Philippinen, in Davao City, ein Team, das dich dabei unterstützen kann. Wir organisieren auch Seminar- und Erlebnisreisen in die Philippinen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite. Landschaftlich gesehen sind die Philippinen wunderschön, gerade die südliche Region dort bei Davao City. Man kann sagen, so schön wie die Malediven, aber 70% günstiger. Also auf jeden Fall ein Standort, mit dem du dich beschäftigen solltest, falls dieses Thema, was wir hier in diesem Video besprechen, dich bewegt. So, nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben ja schon viele Videos zum Thema Informationsaustausch gemacht, wie man diesen legal vermeiden kann. Und es geht, wie gesagt, um eine legale Vermeidung, wie der Ganze überhaupt funktioniert, welche Lösungen sicher sind und welche eher nicht. Ich will jetzt nicht sehr detailliert erklären, wie der Informationsaustausch nach OECD-CRS funktioniert. Das kannst du woanders nachlesen. Wir haben dazu auch schon viele Videos gemacht. Ich sage es nur noch mal ganz kurz in aller Knappheit, wie das Ganze funktioniert. Seit 2016 tauschen Banken Informationen mit deinem Finanzamt aus. Über 100 Länder nehmen daran teil. Wenn du zum Beispiel ein Konto in Dubai eröffnest, dann wird die Bank dort nach deinem Adressnachweis aus Deutschland fragen, nach deiner deutschen Steuernummer fragen und wird dann jährlich Kontosalden an das deutsche Finanzamt melden. Ist weiter kein Problem. Du darfst ja ein Konto im Ausland eröffnen, ist komplett legal, ist auch nicht meldepflichtig, auch nicht genehmigungspflichtig oder sowas. Aber du musst natürlich sämtliche Einkünfte, die du erzielst, sagen wir zum Beispiel mal Zinsen oder Dividenden, auch in deiner Steuererklärung angeben. Falls du das nicht machst, dann wirst du eben durch diesen Informationsaustausch ein Problem bekommen, denn das Finanzamt erfährt dann, dass da etwas auf deinem Konto passiert. Und wenn du das auf der Steuererklärung nicht erklärt hast, dann hast du somit ein potenzielles Problem. Nun, unserem Mandanten geht es natürlich nicht darum, sich hier illegal zu verhalten, Steuern zu hinterziehen und dem Finanzamt irgendwas zu verheimlichen. Es geht nur einfach darum, dass man dem Kontrollsystem der EU, das ja immer engmaschiger wird, entkommen kann, dass man seine Privatsphäre schützen kann, dass man dem Staat nicht erzählen muss, welches Vermögen man hat, denn man weiß ja, wie übergriffig der Staat und wie immer übergriffiger der Staat wird, dass man Einkünfte dem Finanzamt melden muss und darauf Steuern bezahlen muss in Deutschland, wenn man in Deutschland wohnt. Das ist ja völlig klar. Das machen alle unsere Mandanten. Aber es ist natürlich absolut in deinem Interesse, insbesondere wenn du wohlhabend bist, dass der Staat eben nicht unbedingt weiß, was du genau hast, was du wo hast, denn es wird garantiert irgendwann zu deinem Nachteil gegen dich verwendet. Daher also für viele der Wunsch natürlich, ein Konto außerhalb dieses Informationsaustausches zu eröffnen. Ziemlich gut, muss man sagen, funktionieren die USA. Die nehmen ja auch nicht am Informationsaustausch teil. Das ist ein etabliertes System. Aber dann sieht man online auch immer noch alle möglichen anderen Lösungen, die da vorgeschlagen werden. Zum Beispiel, dass man Konten in Entwicklungsländern eröffnet, die nicht am Informationsaustausch teilnehmen. Und da wird dann suggeriert, dass man sich damit gegen den Informationsaustausch schützen kann. Dass das nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt und dass das Ganze sogar ziemlich unangenehme Konsequenzen haben kann, mit denen man nicht gerechnet hat, das zeigt ein Beispiel aus unserer Beratungspraxis. Es geht um einen Mandanten, der ein Konto eröffnet hat bei der Euro Pacific Bank. Vielleicht eine Bank, von der du auch schon gehört hast. Diese Bank war relativ bekannt. Sie hat Peter Schiff gehört. Peter Schiff ist ja ein bekannter amerikanischer Finanzexperte. Kannst du bei YouTube nach ihm suchen. Er ist ziemlich gut, ziemlich interessante Beiträge macht er da. Er hat diese Bank gegründet. Eine sehr konservativ geführte Bank. Diese Bank hat kein Geld verliehen. Diese Bank hat auch nicht investiert. 100% der Einlagen waren gesichert. Bei dieser Bank konnte man gut Edelmetalle kaufen und einlagern. Das ist ja ein Thema, was Peter Schiff immer gerne
bearbeitet hat. Also es geht hier gar nicht darum, dass diese Bank pleite gegangen ist, aber es wurden dann schwere Mängel hier bei der Compliance festgestellt. Zunächst hatte die Bank übrigens ihren Sitz auf St. Vincent und den Grenadines. Sie wurde 2011 gegründet, bis 2019 gab es ganz normalen Betrieb. Später ist man von St. Vincent and the Grenadines umgezogen nach Puerto Rico. Puerto Rico ist ja rechtlich gesehen Teil der USA. Das hat man deswegen gemacht, weil eben dann St. Vincent am Informationsaustausch teilgenommen hat, aber eben Puerto Rico nicht. 2020 gab es dann Untersuchungen, sogenannte J5-Untersuchungen. Mit J5 sind 5 wichtige Länder gemeint, die angefangen haben, die Bank zu prüfen, nämlich die USA, UK, Australien, Kanada und die Niederlande. Wie gesagt, es ging um Compliance-Vorwürfe, dass hier keine genauen Angaben der Kunden aufgenommen wurden oder dass diese nur schlampig kontrolliert wurden. 2022 schließlich wird die Bank gezwungen, den Betrieb einzustellen. Wie gesagt, hier gab es keinerlei Vorwürfe zu finanziellen Unregelmäßigkeiten. Die Bank war nicht pleite, aber weil natürlich die Bank meiner Meinung nach den Behörden ein Dorn im Auge war, denn Peter Schiff ist ja auch eine kontroverse Figur, weil er ja jemand ist, der das Bankensystem stark kritisiert, weil er jemand ist, der die Fed stark kritisiert, weil er jemand ist, der die Überschuldung der Staaten kritisiert, weil er sich stark für Edelmetalle einsetzt. Kann man sich also vorstellen, dass die Bank viele Feinde hatte. Sie musste also den Betrieb einstellen und dann begann auch im gleichen Jahr die Liquidation und seitdem ist das Ganze ein Hin und Her. Viele Kunden der Bank haben ihre Gelder noch nicht erhalten, ihre Einlagen noch nicht erhalten, obwohl, wie gesagt, diese sind vorhanden. Die Bank ist ja nicht pleite, aber es ist eben ein Gerangel und ziemlich unangenehm. Einer unserer Mandanten ist ebenfalls davon betroffen. Er hatte bei dieser Bank ebenfalls ein Konto eröffnet und das natürlich mit seiner deutschen Anschrift. Er hat dieses Konto dummerweise nicht dem Finanzamt gemeldet, obwohl die Erträge, die da drauf geflossen sind, relativ gering waren. Es sind ein paar Zinsen drauf geflossen, also vielleicht mehrere 10.000 Euro. Kein sehr hoher Betrag. Jedenfalls jetzt, Anfang 2026, erhält er Post vom Finanzamt und das Finanzamt gibt ihm Bescheid, dass man von diesem Konto weiß und er sich diesbezüglich erklären soll. So, und jetzt natürlich die interessante Frage, wie kommt es dazu? Wie kann das Finanzamt von diesem Konto überhaupt wissen? Denn du weißt ja wahrscheinlich, die USA und damit auch Puerto Rico nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch OECD-CRS teil. Daher also die brisante Frage, wie kam das Finanzamt trotzdem dahinter? Nun, wenn du diesen Kanal schon länger schaust, dann kannst du dir die Antwort vielleicht zusammenreimen. Es gibt nämlich 2 verschiedene Möglichkeiten, wie das Finanzamt hier dem Kunden auf die Schliche gekommen ist und ihn jetzt vermutlich zur Selbstanzeige zwingt. Zum einen gab es bei dieser Bank ja diese strafrechtliche Untersuchung durch die Finanzbehörden der 5 Länder, die ich vorhin aufgezählt habe. Es ist seitdem bekannt geworden, dass die entsprechenden Steuerbehörden dieser Länder die Daten geteilt haben, unter anderem auch mit Deutschland. Also hier eine sehr interessante Sache. Selbst wenn es keinen automatischen Informationsaustausch gibt, kommt es dann zu solchen Ermittlungen. Teilen natürlich die Finanzbehörden auf jeden Fall die Infos, zum Beispiel mit Staaten wie Deutschland, auch wenn es den automatischen Informationsaustausch nicht gibt. Eine andere Variante, und wir wissen nicht, welche der beiden Varianten dieses Schreiben an den Betroffenen ausgelöst hat, ist, dass die USA ja ihren eigenen Informationsaustausch FATCA haben. Die Banken in Puerto Rico müssen sich an diesen halten. Der Kunde hat sich ja mit seiner deutschen Adresse dort registriert und viele wissen es nicht, FATCA ist bidirektional. Das heißt, wenn du dich bei amerikanischen Banken mit deiner deutschen Adresse registrierst, dann werden Informationen zu dem, was auf deinem deutschen Konto passiert, nach Deutschland geschickt. Wie gesagt, alles natürlich kein Problem, wenn du beim Finanzamt meldest, was du für Einnahmen hast. Und das empfehle ich dir natürlich hundertprozentig, das zu tun. Dann ist das alles komplett egal. In diesem Fall hat es der Betroffene leider nicht getan und muss sich jetzt mit den unangenehmen Konsequenzen auseinandersetzen. Hier auf jeden Fall mein ganz dringender Tipp an dich. Wenn du noch in Deutschland wohnst, dann halte dich unbedingt an die Gesetze. Melde dem Finanzamt auf der Steuererklärung deine Einnahmen auf solchen Konten, auch wenn es keine in Anführungszeichen meldepflichtigen Konten sind, denn es kann immer einmal dazu kommen, dass eben gegen eine solche Bank ermittelt wird, gerade natürlich in Entwicklungsländern, wo vielleicht die Standards nicht so gut sind, gerade bei exotischen Ländern. Kannst du dich also auf Geheimhaltung
nicht verlassen. Aber wenn du wirklich dich absichern willst gegen das System, in Anführungszeichen, wenn du wirklich deine Daten nicht in der EU haben willst und auch dein Vermögen nicht in der EU haben willst, dann ist das Beste natürlich, wenn du einen Wohnsitz außerhalb der EU einrichtest, und zwar in einem Land, das nicht am Informationsaustausch teilnimmt, wie zum Beispiel die Philippinen. Hast du deinen Wohnsitz auf die Philippinen verlegt und eröffnest dann ein Konto, zum Beispiel in Dubai, zum Beispiel in Singapur, zum Beispiel in Hongkong, zum Beispiel in der Schweiz, dann wird es nicht zum Informationsaustausch kommen, denn die Philippinen nehmen ja nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Das heißt, es ist dann völlig egal, zu welcher Bank du gehst, auch wenn du zu einer Bank gehst, die am Austausch teilnimmt, wohnst du in einem Land wie die Philippinen, dann wird es nicht zum Austausch kommen. Außerdem haben die Philippinen natürlich ein sehr positives Steuersystem. Sämtliche ausländischen Einkünfte sind für dort lebende Ausländer steuerfrei. Das heißt, selbst wenn es dann zu solchen strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Bank kommt, wie jetzt hier beim Beispiel Euro Pacific Bank, dann wären ja die Infos in unserem Beispiel an die Steuerbehörden der Philippinen geschickt worden, weil du ja dort sowieso keine Steuern zahlen musst auf nicht philippinische Einkünfte. Wärst du also hier fein aus dem Schneider gewesen. Die Steuerbehörde dort würde entsprechende Meldungen bezüglich deiner Konten einfach in die Tonne treten, denn du hast dir ja dort nichts zu Schulden kommen lassen. Also es ist im Grunde genommen eine Wiederholung dessen, was ich hier immer sage. Wenn du Ärger wirklich vermeiden willst und auf der sicheren Seite sein willst, dann macht es absolut keinen Sinn, hier irgendwelche Dinger zu drehen, irgendwas versuchen, denn es kann leider, wie dieses Beispiel zeigt, immer zu Situationen kommen, wo das Ganze dann trotzdem ans Tageslicht kommt und dann ist das natürlich ganz besonders unangenehm. Besser ist tatsächlich, wenn du Deutschland verlässt und wenn du dann ein Setup im Ausland hast, das auch wirklich belastbar ist, wo du dann tatsächlich auch unangreifbar bist, wo es möglicherweise keinen Informationsaustausch gibt und soll es dennoch zu irgendeiner Kommunikation zwischen den Behörden kommen, bist du doppelt abgesichert, weil du eben in einem Land wohnst, wo entsprechende Kontoerträge sowieso nicht steuerpflichtig wären. Deshalb, wie gesagt, diesbezüglich natürlich die Philippinen von mir ein ganz heißer Tipp. Ein hervorragendes englischsprachiges Land in Asien, 2 Stunden von Hongkong, 2 Stunden von Singapur mit dem Flieger weg. Sehr günstig, du kannst dort Wohnungen mieten für $200-300. Landschaftlich natürlich wunderschön, auch wenn die Städte, inklusive natürlich auch Davao City, wo wir unsere Base in Asien haben, ziemlich laut, ziemlich dreckig, auch ziemlich überwältigend sein können. Das werden ja auch die Teilnehmer bestätigen, die mit uns in den Philippinen auf unserer Seminar- und Erlebnisreise waren, die wir übrigens demnächst wieder organisieren werden. Und dazu lade ich dich natürlich ganz herzlich ein. Da kannst du dann viele der Dinge schon vor Ort machen, innerhalb von einer Woche. Wohnung mieten, wir besorgen dir die Steuernummer für dich in der gleichen Woche. Du kannst in der gleichen Woche zur Bank gehen in den Philippinen und hast dann die ersten Schritte gemacht, beziehungsweise kannst danach gleich nach Singapur weiterfliegen, wenn du das willst, um dann dort dein Konto zu eröffnen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern, Plan B, Kontoeröffnung im Ausland beschäftigst, dann würde ich mich freuen, wenn wir dich diesbezüglich unterstützen können. Gerne können wir dazu ein Beratungsgespräch auch führen. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Themen zu unterstützen. Steueroptimierung im Ausland, Kontoeröffnung, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.